Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ingmar Marquardt von Krankheit ist anders und den 5BN Spurenlesern. In 2020 haben Thorsten Rüffer und ich den Online-Praxiskurs Allergien auflösen gestartet. Und heute möchte ich unsere Beobachtungen aus 5 Jahren Forschung und Anwendung vorstellen. Was ich dir heute also zeige, ist das Ergebnis von hunderten Fallanalysen und Fragebögen, ebenso viel E-Mails und teilweise Telefonaten mit den Betroffenen und viel, langem, intensiven Nachdenken über einen häufigen und gleichzeitig faszinierenden Bereich der 5BN-Praxis. Aber bevor wir starten, eine kurze Info. Die Präsentation, die du gleich siehst, gibt es auch als vollständigen Text zum Nachlesen. Die findest du verlinkt unter dem Video. Von Anfang 2020 bis Ende 2025 haben rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseren Online-Praxiskurs besucht. Sie haben insgesamt über 600 Allergien mitgebracht, davon knapp die Hälfte Heuschnupfen oder Pollenallergien. Wie bei Online-Kursen üblich, haben nicht alle die Inhalte vollständig durchgearbeitet. Wir schätzen, dass etwa die Hälfte der Angemeldeten eine Auflösung ernsthaft versucht hat, während von der anderen Hälfte die meisten, auch von den Formularen im Kurs her, gar nicht bis zu den Auflösungsexperimenten gekommen sind. Vielleicht bist du mit den Grundlagen der 5 biologischen Naturgesetze, also dem Konzept des Sonderprogramms, der Zweiphasigkeit und der Schienen, schon vertraut. Falls nicht, findest du eine Einführung in unserer Videoreihe unter www.krankheit-ist-anders.de. Und noch ein wichtiger Hinweis: Was du heute siehst, sind keine abgeschlossenen Antworten, sondern offene Fragen und konkurrierende Theorien. Wir teilen unsere Beobachtungen bewusst im Rohzustand, um den Dialog und die gemeinsame Forschung anzuregen. Wie erfolgreich war also der Kurs? Sonstige Allergien, also Tierhaar, Nahrungsmittel oder Kontaktallergien, wurden deutlich häufiger erfolgreich aufgelöst als Heuschnupfen und Pollenallergien. Die dunkelbraunen Balken zeigen, wie viel Prozent derjenigen erfolgreich auflösen konnten, die auch das abschließende Auflösungsformular mit dem Ergebnis im Kurs ausgefüllt haben. Wir gehen aber aufgrund von E-Mail-Austausch davon aus, dass es auch einige weitere ernsthaft versucht haben, nämlich etwa die Hälfte aller Teilnehmer. Wenn man diese ebenfalls zugrunde legt, dann zeigt der orangene Balken die Erfolgsquote, also 18% bei Heuschnupfen-Pollenallergien, 44% bei sonstigen Allergien. Insgesamt konnten wir knapp 70 erfolgreiche Auflösungen begleiten und dokumentieren. Viele Erfahrungsberichte dieser Auflösungen sind unter den Teilnehmerstimmen unter www.5bn-spurenleser.de veröffentlicht. Den größten Unterschied zwischen Heuschnupfen und sonstigen Allergien sehen wir bei der Auslösbarkeit. Heuschnupfen hat unsichtbare, allgegenwärtige Auslöser. Das macht die Ursachenforschung, das gezielte Aussetzen und die Bewusstmachung deutlich schwieriger. Wie haben die rund 70 erfolgreichen Auflösungen funktioniert? In allen Fällen war das Vorgehen im Wesentlichen dasselbe. Die Betroffenen haben eine oder mehrere Situationen identifiziert, die sie für die Ursache hielten und bei denen die Schiene vermutlich anwesend war. Anschließend haben sie sich der Schiene vorsichtig ausgesetzt und dabei bewusst gemacht, dass diese Situation heute nicht mehr existiert und in der Form in den meisten Fällen auch gar nicht mehr eintreten kann. Zum Beispiel, weil sie damals ein Kind waren und heute als Erwachsene der damaligen Bedrohung einfach nicht mehr ausgeliefert wären. Auch machten sie sich bewusst, dass der Stoff selber harmlos ist, damals meist nur rein zufällig anwesend war und mit der empfundenen Bedrohung ansonsten gar nichts zu tun hatte. Dass also die Alarmreaktion heute gar keinen Nutzen mehr hat. Warum das in einigen Fällen wirkt und in anderen nicht, das ist eine der zentralen offenen Fragen, denen wir uns später noch widmen. Kommen wir zur klassischen Schienentheorie. Zur Wiederholung: Sie besagt, dass im Moment eines biologischen Konflikts jeder anwesende Reiz als Schiene gespeichert werden kann. Durch diesen Reiz wird das Sonderprogramm in Zukunft kurzzeitig reaktiviert. Die Schiene aktiviert das SBS kurz, das Unterbewusstsein erkennt, dass keine echte Gefahr besteht, löst es wieder auf und es folgen kurze Regenerationssymptome in der PCL-Phase. Diese Theorie erklärt viel, aber eben nicht alles. Nach hunderten analysierten Fällen sehen wir eine Reihe von Phänomenen, die damit schwer vereinbar sind. Erstens: Allergiesymptome treten quasi ausnahmslos beidseitig auf.
Das ist sehr ungewöhnlich. Bei den meisten Symptomen im Rahmen von Sonderprogrammen sehen wir eine klare Seitigkeit, je nachdem, mit wem es erlebt wurde. Stichwort Partner- oder Mutter-Kind-Seite. Und beim Stammhirn, ob es um eine Gefahr oder einen Nutzen geht. Zweitens, es reagieren nahezu immer die gleichen Gewebe. Pollen betreffen fast immer Augen, Nase und Lunge. Nahrungsmittel den Mund- und Darmbereich. Sonnenlicht die Haut. Die Theorie, jeder Reiz kann mit jedem SBS verknüpft werden, würde eine viel zufälligere Verteilung vorhersagen. Drittens. Die Symptome beginnen kurz nach dem Beginn des Kontaktes. Nicht erst nach Beendigung des Kontaktes, wie es die Zweiphasigkeit der Sonderprogramme nahelegen würde. Viertens. Trotz minimaler Konfliktmasse gibt es starke Symptome. Bei einer kurzzeitigen Aktivierung durch die Schiene entsteht kaum Konfliktmasse. Trotzdem sehen wir oft heftige Reaktionen. Warum? Was soll da in einer massiven PCL-Phase regeneriert werden, wenn die CA-Phase zuvor nur ganz kurz durch die Schiene reaktiviert und kaum Gewebe verändert wurde? Fünftens. Warum haben wir so wenig Schienen, die Symptome auslösen? Wir erleben immer wieder unterschiedlichste biologische Konflikte im Leben. Trotzdem haben die meisten Menschen nur wenige oder gar keine Allergien. Sechstens. Warum sind speziell Pollenallergien so extrem häufig? 15-30% der Menschen weltweit haben Heuschnupfen oder Pollenallergien. Das fassen wir hier zusammen. Warum werden Pollen so häufig zur Schiene, aber nicht ebenso häufig Regen, Wind oder andere alltägliche Naturphänomene? Eine wichtige Beobachtung aus unserem Kurs ist, die bei Allergien betroffenen Gewebe gehören nahezu ausnahmslos dem Ektoderm an, also Gewebe, die der Sinneswahrnehmung und dem Grenzschutz dienen. Bindehäute der Augen, Nasen- und Mundschleimhaut, Bronchialschleimhaut, Oberhaut und Darmschleimhaut, wobei letztere natürlich auch größtenteils zum Entoderm und nur teilweise zum Ektoderm gehört. Diese Gewebe liegen alle an der Grenze zwischen Körper und Außenwelt. Und aus der Perspektive der konventionellen Biologie ist es vermutlich kein Zufall, dass genau dort auch die höchste Dichte an Mastzellen zu finden ist. Also dort Immunzellen bezeichnet, die für das Erkennen und Abwehren äußerer Einflüsse zuständig sind. Was sagen unsere Kursdaten? Es gibt quasi keine Tierhaarallergie mit Darmsymptomen. Keine Nahrungsmittelunverträglichkeit mit Lungensymptomen. Die Daten zeigen eine starke Tendenz. Das betroffene Gewebe entspricht fast immer dem direkten Kontaktweg des Allergens. Pollen und Tierhaare treffen die Atemwege, Nahrungsmittel treffen Mund und Darm, Kontaktstoffe treffen die Haut. Eine mögliche Erklärung wäre, bei Allergien geht es strukturell weniger um einen abstrakten Personenbezug mit Lateralität, sondern fast immer um einen konkreten lokalen Kontakt mit einem Stoff, weshalb beide Seiten gleichzeitig mit dem jeweils betroffenen Grenzgewebe reagieren. Wir haben von 124 Teilnehmenden mit Heuschnupfen einen detaillierten Spezialfragebogen ausgewertet. Das Symptomprofil ist ziemlich eindeutig. 92% hatten Augenjucken oder Augenrötung, 94% Niesen, 92% Fließschnupfen, 88% geschwollene Nasenschleimhaut. Die meisten also eine Kombination aus mehreren davon. Interessant auch die Partikelspezifität. Teilnehmer haben experimentiert, ob sie auch auf andere kleine Partikel reagieren. 39% reagierten ausschließlich auf ihre spezifischen Pollen, aber 28% reagierten auf Pollen plus einen weiteren Partikeltyp und 33% sogar auf Pollen plus 2 oder 3 weitere, wie Tierhaare, Staub, Mehl oder Sägespäne. Meist aber weniger stark. Fast 2/3 der Betroffenen reagierten also auch auf andere Partikel als ihre Hauptallergene. Das ist ein Hinweis auf eine allgemeine Überempfindlichkeit der Schleimhäute und spricht nicht nur für eine rein spezifische Schienenreaktion. Kommen wir zu einem weiteren Befund: die Urlaubsdaten. Von 51 Teilnehmenden mit klarer Aussage über Urlaub während ihrer Saison erlebten 90% beim Ortswechsel eine Besserung oder das vollständige Verschwinden ihrer Symptome.
oft innerhalb von Stunden bis 2 Tagen. Ob hierbei noch eine kleine PCL-Phase nachläuft oder nur die lokalen Schäden aufgrund der Reizungen und Verletzungen fertig repariert werden müssen, ist unklar. Und viele berichten von sofortigen Wiedereinsätzen bei der Rückkehr in die Heimatregion. Wenn wir gleich auf die Theorien zu sprechen kommen, ist dies ein wichtiges Ausschlusskriterium für eine der Theorien. Dies ist nur eine grobe Zusammenfassung der Urlaubsdaten, denn natürlich hat die Urlaubsregion mit ihrer jeweiligen Jahreszeit und Vegetation auch einen starken Einfluss auf das Symptombild. Ein weiterer wichtiger Befund: 54% der Befragten, also mehr als die Hälfte, berichten, dass ihre Symptome kurz nach dem Reinkommen aus der Außenluft schlimmer werden. Das ist deshalb so spannend, weil, wenn Symptome sich genau in dem Moment verstärken, in dem der Allergenkontakt endet, spricht das für eine PCL-Phase, die beim Verlassen der Schiene einsetzt. Das SBS löst sich, sobald man die Schiene verlässt, und die Regenerationssymptome beginnen. Das ist ein konkretes Indiz zumindest für die Beteiligung des klassischen Schienen-PCL-Mechanismus bei einem Teil der Betroffenen. Auch wenn es nicht erklärt, warum auch vorher draußen schon Symptome vorhanden sind und normalerweise auch mit der Zeit immer stärker werden. Noch 2 weitere statistische Befunde. Erstens die Tageszeit. Tagsüber sind wir sympathikoton, sodass tendenziell CA-Symptome verstärkt werden. Nachts sind wir vagoton, sodass hier eher PCL-Symptome verstärkt werden. Dies könnte einen Hinweis darauf liefern, ob die jeweiligen Symptome eher durch eine Hypersensibilität in CA oder durch eine PCL-Phase verursacht werden, wie wir gleich in den neuen Theorien noch sehen werden. Hier sehen wir bei Betroffenen starke Unterschiede. Symptome sind bei 48% tagsüber stärker, bei 38% nachts oder morgens stärker. 52% haben variable Symptome, mal viel, mal wenig, abhängig von äußeren Faktoren. 32% haben durchgehend relativ konstante Symptome. Das könnte auf 2 verschiedene Verlaufstypen hindeuten. Dazu gleich mehr. Und dann noch die Schwangerschaftsdaten. Von 28 Schwangerschaften mit Heuschnupfensaison hatten 7 von 8 Frauen in den ersten 3 Monaten, also in der Sympathikoton-Phase, deutlich weniger Symptome. Sympathikotonie dämpft typischerweise PCL-Symptome. Das deutet darauf hin, dass bei einem Großteil der Betroffenen die sichtbaren Allergiesymptome PCL-Symptome sein könnten. Auch wenn die Daten aus dem 2. und 3. Trimester nicht ganz so eindeutig waren, da es hier ebenfalls bei einigen eine Verbesserung gab. Auf Basis all dieser Beobachtungen haben wir mehrere Theorien entwickelt. Keine erklärt alle Fälle vollständig, was selbst schon ein wichtiger Befund ist. Theorie A ist das klassische Modell. Die Schiene reaktiviert das SBS kurz, das Unterbewusstsein erkennt, dass keine echte Gefahr besteht und löst das SBS wieder auf. Die PCL-Phase mit Regenerationssymptomen beginnt. Die offenen Probleme? Nach einer kurzen CA-Phase gibt es kaum Konfliktmasse. Was soll denn in einer PCL-Phase regeneriert werden? Und warum ist diese oft so intensiv? Und warum werden Symptome bei längerem Allergenkontakt progressiv immer schlimmer, wenn das Unterbewusstsein doch erkennt, dass eigentlich keine Gefahr besteht? Theorie B spricht von einer Akzentuierung. Der ursprüngliche Konflikt ist nie vollständig gelöst worden, sondern dauerhaft heruntertransformiert. Die Schiene bewirkt eine kurzzeitige Akzentuierung mit anschließender instabiler Zwischenlösung. Auch hier bleiben Fragen offen. Wodurch reaktiviert sich das SBS nach der Lösung automatisch wieder, ohne eine neue konfliktive Situation? Und warum erschöpft sich die Konfliktmasse nicht über die Jahre, wenn immer wieder Teile der initial angesammelten Konfliktmasse durch PCL-Phasen abgebaut wird? Kommen wir zu unserer Haupthypothese, Theorie C. Ausgangspunkt ist, dass die klassische Regel, Außenhaut in der CA-Phase ist taub, in der PCL-Phase hypersensibel, möglicherweise nicht universell gilt. Unsere Hypothese: Die Richtung der Sensibilitätsveränderung wird nicht primär durch das Außen-Innenhautschema bestimmt, sondern durch die Qualität des erlebten Konflikts.
Bei einem ungewollten Kontaktabriss, also der Trennung von etwas Gewünschtem, wird die Sensibilität in der CA-Phase reduziert. Das ist die klassische Regel. Aber bei einem ungewollten Kontakt, etwas in der Nase, den Augen, der Haut, das ich nicht will oder wovor ich Angst habe, wird die Sensibilität in der CA-Phase erhöht. Eine umgekehrte Reaktion auf ein umgekehrtes Konfliktempfinden. Das würde erklären, warum die Anwesenheit der Pollen sofort zu Symptomen führt. Das SBS ist aktiv, die Schleimhäute sind hypersensibel, jedes Partikel wird intensiviert wahrgenommen. Und der Körper reagiert mit Sekretproduktion und Niesen, um die wahrgenommene Bedrohung loszuwerden. Nicht, weil er Gewebe repariert, sondern weil er sich aktiv gegen den Kontakt wehrt. Und sobald die Schiene wegfällt, also die Katze ist weg oder man verlässt die Wiese oder was auch immer, löst sich das SBS und es folgt eine PCL-Phase mit Entzündung oder Schwellung. Das erklärt auch das kurz nach Reinkommen schlimmer Phänomen der 54%. Theorie D nennen wir Long-PCL. Die Hypothese: Die Betroffenen durchlaufen jeden Winter oder Frühling eine lange, unbemerkte CA-Phase, zum Beispiel durch einen Witterungskonflikt, die sich zu Beginn ihrer Pollensaison löst. Die PCL-Phase macht dann die Schleimhäute hypersensibel, also nach der klassischen Regel, und Pollen werden als Reizung wahrgenommen. Der Winter ist in der Natur eine potenziell lebensbedrohliche Zeit, sodass es gut denkbar wäre, dass diese Jahreszeit, wenn man dort ein konfliktives Ereignis, zum Beispiel mit Kälte oder Dunkelheit erlebt, zur Schiene werden könnte. Sich also jedes Jahr, wenn es länger dunkel und kalt wird, automatisch reaktiviert und jeden Frühling, wenn es heller und wärmer wird, wieder löst. Und dementsprechend eine längere PCL-Phase mit Hypersensibilität der betroffenen Schleimhäute als Folge hätte. In diesem Fall würden die Betroffenen auf alle Partikel reagieren, die zu der Zeit auf die Schleimhäute kommen, nicht nur auf spezifische Pollen. Was der Grund dafür war, dass wir die Partikelexperimente in unserem Kurs ergänzt haben. Was spricht dagegen aus unseren eigenen Daten? Erstens, 65% der Betroffenen werden beim Ortswechsel sofort symptomfrei. Eine ablaufende PCL-Phase lässt sich durch einen Ortswechsel aber nicht unterbrechen. Zweitens, einige Teilnehmer konnten kurz vor Saisonbeginn erfolgreich ihre Allergie auflösen, was bei einer bereits laufenden langen CA-Phase nicht möglich sein sollte. Auch haben viele Teilnehmer diese Theorie mit uns validiert, weil wir anfangs davon begeistert waren und sie für recht wahrscheinlich gehalten haben. Zwar haben viele theoretisch passende konfliktive Situationen im Winter gefunden, eine Bewusstmachung damit hat aber zu keiner Auflösung geführt. Diese Theorie bleibt für eine Minderheit von Fällen denkbar, insbesondere beim konstanten Nachttyp. Falls sie zutrifft, müsste die ursächliche Situation entsprechend zeitlich ganz woanders gesucht werden, nämlich in der dunkleren Jahreszeit, und die Auflösung eher im Herbst oder Winter stattfinden. Theorie E beschreibt einen selbsterhaltenden Teufelskreis. Stell dir vor, ein Kind löst im Frühjahr einen visuellen Trennungskonflikt. Die PCL-Phase beginnt, ein oder beide Augen werden gereizt und empfindlich. Genau in diesem Moment ist es rein zufällig einer großen Menge Pollen ausgesetzt. Es spielt zum Beispiel auf einer blühenden Wiese. Die Pollen landen auf den bereits entzündeten Schleimhäuten und intensivieren die Entzündung. Dieser tatsächliche lokale Schaden durch die Pollen wird von Unterbewusstsein nun als neue biologische Bedrohung interpretiert. Ein ungewollter Kontakt, der wirklich schadet. Und in diesem Moment werden nun die Pollen als Schiene gespeichert. Und von da an startet der Körper das Sonderprogramm der jeweiligen Schleimhäute bei jedem Pollenkontakt, weil die Pollen an die Situation erinnern, wo sie so einen Schaden verursacht haben. Durch die gesteigerte Hypersensibilität kommt es aber erneut zu stärkeren Symptomen und es wird erneut Schaden verursacht, sodass sich der Glaubenssatz verstärkt, dass einem Pollen Schaden zufügen. Also ein selbsterhaltender Teufelskreis hat begonnen. Das würde erklären, warum Heuschnupfen weltweit so häufig ist. 15-30% der Bevölkerung. Nicht, weil Pollen per se besonders schienentauglich sind, sondern weil sie so oft am Anfang einer PCL-Phase als tatsächliche lokale Bedrohung erlebt werden. Und je mehr Betroffene man kennt
und deren Leiden bei Pollen erlebt, desto leichter kann man selber den Glaubenssatz übernehmen, dass Pollen gefährlich sind und so in diesen Kreislauf geraten. Dies würde auch erklären, warum die Auflösung so schwer ist. Das Unterbewusstsein erlebt jedes Jahr erneut, dass Pollen tatsächlich schaden. Was bedeutet das praktisch? Bei diesem Typ ist die Arbeit mit dem ursprünglichen Trennungskonflikt nicht zielführend. Denn dort ist die Schiene ja nicht entstanden, sondern erst im Anschluss während dessen PCL-Phase. Stattdessen müsste das Unterbewusstsein überzeugt werden, dass Pollen keine eigenständige Gefahr mehr darstellen und dass die auslösende Situation lediglich ein unglückliches, zufälliges Zusammentreffen von hoher Pollenkonzentration mit einer PCL-Phase der Schleimhäute war. Das gilt übrigens ähnlich für Hausstaub- und Tierhaarallergien. Und bei Nahrungsmittelallergien ist dieser Mechanismus ebenfalls ein wahrscheinlicher Begleiter. Wenn jemand fest davon überzeugt ist, ein bestimmtes Nahrungsmittel nicht zu vertragen, kann allein dieser Glaube Durchfall auslösen. Und die Überzeugung wird damit immer wieder bestätigt. Typisch sind auch Missempfindungen im Mund, weil der Körper dieses Nahrungsmittel nicht zugeführt bekommen möchte. Tatsächlich sind diese Missempfindungen im Mundbereich ein häufiges Symptom, was erst mit der Zeit neu auftritt, als Folgekonflikt auf das Erleben oder den Allergietest, der besagt, dass man ein bestimmtes Nahrungsmittel nicht verträgt. Die statistische Auswertung deutet auf mindestens 2 verschiedene Verlaufsmuster hin. Verlaufstyp 1 nennen wir den variablen Schienentyp. Kennzeichen: stark variable Symptome, situationsabhängig, tagsüber stärker, wenn die Pollenexposition am höchsten ist, Besserung bei Regen, Klimaanlage, Duschen oder nachts, sofortiges Nachlassen oder Verstärken bei Ortswechsel. Dieser Typ ist gut vereinbar mit Theorie C, also CA-Symptomen mit umgekehrter Sensorik, oder mit dem Teufelskreismechanismus. Verlaufstyp 2 ist der konstante Nachttyp. Konstantere Symptome, auch drinnen und nachts. Nachts oder morgens am stärksten, Symptome weniger abhängig von der aktuellen Pollenexposition. Dieser Typ ist eher vereinbar mit Theorie D, also der Long-PCL. Praktisch relevant ist das, weil je nach Verlaufstyp auch die Schritte zur Auflösung abweichen. Zur Differenzierung gibt es 3 hilfreiche Tests. Der Nachtspaziergang-Test, der Partikeltest, reagiere ich auf alle Partikel oder nur auf meine Pollen, und das Urlaubsexperiment. Eine in der 5BN-Literatur kaum präzise beantwortete Frage: Ab wann wirkt die Schiene eigentlich? Schon ab dem Moment des biologischen Konflikts oder erst nachdem das SBS erstmals gelöst wurde? Unsere Einschätzung ist, die Symptome beginnen wahrscheinlich erst, nachdem die ursächliche Situation erstmals gelöst wurde. Solange das SBS noch aktiv ist, gibt es keine PCL-Symptome, die für die Entzündungssymptome verantwortlich sein könnten. Und uns scheint, dass Allergien gehäuft in Phasen größerer Lebenswandel beginnen, zum Beispiel Schulwechsel, Umzug etc., in dessen Rahmen Sonderprogramme, die die vorige Lebenssituation betroffen haben, automatisch gelöst werden könnten, sodass ab da die Schiene wirkt und die Allergie entsteht. Die wichtige Konsequenz daraus: Der ursächliche Konflikt kann Jahre oder sogar Jahrzehnte vor Beginn der Symptome gewesen sein. Ein Beispiel: Ein Mädchen verliert im Frühjahr ihre beste Freundin und Beschützerin. Pollen werden als Schiene gespeichert. Das SBS bleibt viele Jahre aktiv, bis sie irgendwann in der weiterführenden Schule eine neue beste Freundin findet. Und erst da löst sich das SBS. Und erst da beginnen plötzlich jedes Frühjahr die Symptome. Das heißt, neben der Ursachensuche vor Symptombeginn lohnt es sich gezielt zu fragen, was sich kurz davor Positives verändert hatte. Denn dort liegt nach dieser Vermutung oft die erstmalige Lösung des zugrunde liegenden Konflikts. Von dort aus kann man rückwärts suchen, wann und warum ein ähnliches Thema früher konfliktiv war. Und noch ein Hinweis zur Entstehungszeit der Schiene selbst. Beobachtungen legen nahe, dass Schienen nicht exakt im Moment des Konflikts entstehen müssen, sondern auch noch Stunden später. Dazu ein Beispiel. Eine Betroffene bekam einen Wespenstich, der nicht weiter problematisch empfunden wurde. Etwas später wurde sie aber wegen den Stichfolgen massiv in der Schule gemobbt. Die Analyse ergab, dass die Wespenstichallergie daher nicht beim Stich selbst entstand,
sondern wegen des nachfolgenden Mobbings. Sie erlebte die Mobbing-Situation als einen Mutterseelen-Alleingelassen-Konflikt, die Nierensammelröhre betreffend, weshalb von da an jeder Stich dieses SBS aktivierte und es zu einer starken Schwellung kam. Der Stich wurde also zur Schiene, obwohl die konfliktive Mobbing-Situation erst ein paar Stunden später nach dem Stich stattfand. Aber warum funktionieren Auflösungen oftmals nicht? Wir vermuten im Wesentlichen 4 Gründe. Erstens, die falsche Ursache. Die Bewusstmachung kann vermutlich nur wirken, wenn die tatsächliche ursächliche Situation gefunden wurde. Und die liegt möglicherweise viele Jahre oder Jahrzehnte zurück, weit außerhalb des Suchfensters, das die meisten Betroffenen betrachten. Vor allem, wenn die Schiene tatsächlich erst nach Lösung des Konfliktes wirkt. Zweitens, die Bewusstmachung ist nicht tief genug. Selbst wenn die richtige Situation gefunden wurde, reicht manchmal die intellektuelle Einsicht nicht aus, um das Unterbewusstsein zu überzeugen. Wir haben verschiedene zusätzliche Methoden erprobt. EFT hat in unserem Kurs leider keine messbare, höhere Wirksamkeit gezeigt als reine Bewusstmachung allein. Nächtliche Affirmationen als Hintergrundschleifer haben in den meisten Fällen keinen messbaren Zusatzeffekt gebracht. Vielversprechend wäre die Arbeit mit Glaubenssätzen, besonders beim Teufelskreismechanismus, also dem Glaubenssatz, dieser Stoff schadet mir. Aber da haben wir leider noch keine ausreichende Datenbasis. Drittens. Entstehungsdauer und Intensität. Je länger und intensiver der ursächliche Konflikt aktiv war, desto mehr Auflösungsarbeit ist möglicherweise erforderlich. Wenn also die ursächliche Situation eine klare, kurz begrenzte Situation war, lässt es sich möglicherweise leichter auflösen, als wenn das Problem zum Beispiel über Monate im Frühjahr in Anwesenheit von Pollen täglich intensiv bestanden hat. Und viertens, ein falscher Ansatz aufgrund falscher Theorie. Wir haben ja verschiedene alternative oder ergänzende Theorien angeschaut. Beim Teufelskreistyp braucht es zusätzlich die Arbeit am Glaubenssatz, dass dieser Stoff mir schadet. Beim Long-PCL-Typ ist die Ursache in einer ganz anderen Jahreszeit zu suchen, nämlich im Winter. Und beim klassischen Schienentyp ist das Standardvorgehen mit Ursachensuche und Bewusstmachung bei vorsichtiger Exposition ein richtiger Weg. Es gibt noch einige weitere offene Fragen, die wir bisher nicht vollständig klären konnten. Warum sind speziell Pollen als Schiene so extrem häufig? Pollen landen physisch auf Schleimhäuten, die in einem bestimmten Konfliktzustand hypersensibel sind und können dort Missempfindungen, Schmerzen und durch Reiben etc. auch Verletzungen verursachen. Diese direkte lokale Kausalität macht Pollen zu einem besonders naheliegenden Schienenkandidat für das Unterbewusstsein. Mehr als Regen oder Wind, die nicht auf der Schleimhaut landen. Warum gibt es insgesamt so wenige Schienen? Eine mögliche Erklärung wäre, Schienen bestehen nur so lange, wie der zugrunde liegende Konflikt noch nicht dauerhaft überwunden ist. Nach einer echten, stabilen Konfliktlösung durch inneres Wachstum lösen sich vermutlich auch die zugehörigen Schienen auf. Nur von den zufällig gelösten SBSen, wo die Situation einfach aus dem Leben verschwunden ist, ohne dass der Betroffene wirklich darüber hinausgewachsen ist, bleiben Schienen übrig. Wenn dies so stimmt, wäre das eine weitere mögliche Erklärung, warum eine Auflösung nicht klappen könnte. Da es nur eine zufällige Lösung gab und der Betroffene eben bezüglich des ursächlichen Themas noch kein inneres Wachstum erlebt hat, könnte die Gefahr auch heute durchaus jederzeit erneut auftreten, sodass der Alarmmechanismus biologisch gesehen noch benötigt wird. Beidseitigkeit der Symptome. Allergiesymptome sind fast immer beidseitig, weil es vermutlich nicht um einen Personenbezug geht, der Lateralität erzeugt, sondern um einen lokalen Sachbezug. Der Stoff ist auf beiden Seiten gleichermaßen unerwünscht. Und der Nocebo-Effekt. Die Angst vor Pollen könnte theoretisch selbst ein SBS der Nasen- und Augenschleimhäute aktivieren. Aber unsere Fragebogendaten zeigen, dass die meisten Betroffenen in jeder Saison erneut von den Symptomen überrascht werden und nicht vorher bewusst Ängste hatten. Ein rein bewusster Nocebo-Effekt wäre daher nur für eine Minderheit erklärend. Damit komme ich zum letzten Teil,
Fragen an euch, an die 5BN-Gemeinschaft. Um die offenen Fragen zu klären, sind wir auf eure Erfahrungen, Beobachtungen und Experimente angewiesen. Wir freuen uns über Rückmeldungen von Betroffenen, die bereits eine Allergie aufgelöst haben, von 5BN-Praktikern und Forschern, die ähnliche Fälle begleiten, und von Menschen, die bereit sind, gezielte Experimente zu machen und Ergebnisse mitzuteilen. Partikeltests, Nachtspaziergänge, Urlaubsbeobachtungen, das Verhalten bei Krankheit oder PCL-Phasen. Konkret habt ihr Fälle, bei denen eindeutig CA-Symptome mit Hypersensibilität vorlagen statt PCL? Gibt es dokumentierte Fälle, bei denen eine Zusatzmethode den Durchbruch bei der Auflösung gebracht hat, nachdem eine normale Bewusstmachung nicht funktioniert hat? Gibt es Fälle, bei denen klar wurde, dass eine Allergie durch einen selbsterhaltenden Teufelskreis entstanden ist, und wie wurde dieser aufgelöst? Und wie verändern sich Allergiesymptome während starker PCL-Phasen, etwa einer Grippe? Verschwinden sie oder werden sie stärker? Schreibt uns gerne einen Kommentar oder eine E-Mail. Oder noch besser, kommt in das neue Forschungsforum auf Krankheit ist anders, was wir extra für diesen Zweck gegründet haben. Also, dass wir alle forschungsrelevante Beobachtungen teilen und darüber miteinander diskutieren können. Wir freuen uns auf den Austausch und auf gemeinsame Forschung in diesem und anderen spannenden Bereichen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und alles Gute.